Zusatzwerkstoff wäre Fehler Nummer 8, der passieren kann. Welchen nehmen wir jetzt eigentlich für was und welchen Durchmesser? Also beim Zusatzwerkstoff, quasi für mich der Fehler Nummer 8, ist es so, dass wir haben erstmal verschiedene Durchmesser, genauso wie bei der Wicknadel. Und am Anfang, wo mir die Schuppung ist mir heute noch wichtig, aber am Anfang war mir die auch sehr wichtig. Und ich habe sie damals mit einem 3-2er Zusatzwerkstoff einfach viel besser hinbekommen. Das ist jetzt so eine, wahrscheinlich auch eine Typfrage, womit kann man besser schweißen. Ich schweiße damit viel Ampere, das ist so in meinem Fall der Punkt, dass ich sage, ich schweiße immer relativ schnell. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich oder von Schweißer zu Schweißer. Das muss man dann ein bisschen selber einschätzen. Schweiße ich schnell, schweiße ich langsam, was schweiße ich überhaupt? Kommt es auf die Schuppung an, ist es völlig egal. Möchte ich jetzt Material aufbauen, dass dann zum Beispiel der Fräser was zum Wegfräsen hat, zum Planfräsen, oder geht es nur darum, dass wir eine Wurzel schweißen und schweißen nochmal eine Pendelnaht zum Beispiel oben drüber. Das sind alles so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das muss man also quasi vor dem Schweiß entscheiden. Was schweißen wir? Um was geht es eigentlich? Was haben wir vor damit? Wollen wir Stabilität bringen? Wollen wir Material aufschweißen, dass es abgefräst wird? Dann geht es natürlich auch ein bisschen um Effizienz. Also ich würde jetzt, wenn wir Material aufschweißen müssen, zum Beispiel von einem Zentimeter, würde ich nicht mit einem 2-4er Draht anfangen, sondern würde am besten vielleicht sogar 2 Stück nehmen, also 2 3-2er Drähte, damit es einfach schneller geht. Wir wollen ja auch wir wollen nicht lange Wärme in die Teile reinbringen. Das heißt, ich schweiße dann immer mit 250, 300 Ampere, auch wieder abhängig, wie stark das Material ist, und schweiße mit viel Wärme, aber nicht lange. Ja, kurz eingebracht, aufgeschmolzen, aufgeschweißt, aufgehört, abkühlen lassen. Ja, also Stück für Stück das Ganze. Ansonsten müsst ihr natürlich auch, was habt ihr für einen Werkstoff vor euch? Bei bestimmten Sachen weiß man, was ist für Anteile drin, was nehmen wir für einen Zusatzwerkstoff genau dafür. Und bei vielen, wie bei Aluminiumguss, ist es ja so, dass man es gar nicht weiß. Ja? Ich habe schon oft mit älteren Leuten geredet, ich habe ja nur viele Kunden, die zu mir kommen, auch aus dem Oldtimer-Klassik-Bereich, die früher im Sensorenwerk gearbeitet haben, die in anderen Werken gearbeitet haben. Und deswegen habe ich das schon oft gesagt, da bin ich auch schon mal verbessert worden, aber das sind so die Sachen, die ich gehört habe, die mir die Leute gesagt haben, dass sie sagen, wir haben in der Werkstatt noch irgendwas rumliegen gehabt, und dann haben sie es halt mit dem Topf damals in den Gusstopf mit reingeschmissen. Ob das Aluminium war, völlig egal, sie haben es einfach mit reingehauen. Also schon Aluminium, aber sie haben es halt mit reingeflackt. So. Und dann hat man natürlich viel mehr Material oder viel unterschiedliche Legierungen in einem Stück. Und das habe ich jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal gehört von älteren Leuten. Und war immer ganz interessant zu hören, was die da auf jeden Fall mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Und dadurch habe ich nur diese Meinung. Also das habe ich jetzt nicht frei erfunden, weil da bin ich schon mal angeprangert worden. Deswegen, da mache ich es dann so bei Aluminium, ich teste es einfach aus. Also ich habe zum Beispiel einen Zusatzwerkstoff mit, also ein SI, ich habe ein ALMG da. Und dann teste ich einfach, suche ich mir eine Stelle raus, wo es natürlich geht, und teste das aus. Und das sieht man eigentlich, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und sich da ein bisschen reingefuchst hat, sieht man es eigentlich relativ schnell, ob es jetzt der ALMG ist oder ob wir einen mit mehr Silizium brauchen. Wenn wir dann rausgekriegt haben, welcher es ist, schleife ich das Ganze natürlich nochmal weg und fange dann nochmal von vorne an. Genau, ansonsten, wie gesagt, wenn man Schuppung übt, habe ich so gemerkt, nehme ich dann immer so ein 3-2er Draht, habe ich es am Anfang gemacht. Ist aber dann auch wieder ein bisschen noch Ampere abhängig. Mit wie viel Ampere schweiße ich jetzt? Wenn ich jetzt mit 50 Ampere schweiße und habe einen 3-2er Draht, bis der dann da drin reingeschmolzen ist, dann läuft der auch nicht so, wie ihr das wollt. Also würde ich sagen, da in unteren Amperezahlen definitiv einen schmaleren genommen. Ist dann eigentlich ähnlich so, wie wenn man die Wicknadel dann entscheidet, welche nimmt man dann. Ja. Genau, dann klar, logisch, was habt ihr vor? Wollt ihr aufschweißen? Wollt ihr eine Wurzel legen? Ist immer ein bisschen abhängig von den ganzen Grundsachen, was schweiße ich eigentlich überhaupt. Was schweißen wir jetzt quasi? Das ist jetzt quasi Fehler Nummer 9. Schweißen wir ein Vollmaterial, schweißen wir Dünnblech, und mit wie viel Ampere schweißen wir überhaupt? Bringen wir lange Wärme ein? Bringen wir Kurzwärme ein? Ich bin immer der Freund davon, lieber mit mehr Ampere zu schweißen, dass wir kurz zwar viel Wärme einbringen, auch effizienter arbeiten meiner Meinung nach, als wenn ich jetzt mit wenig Ampere lange auf das Material draufhalte und es schmilzt einfach nicht auf, bis ich dann nur ähnlich den Zusatzwerkstoff reinbringe. Deswegen habe ich dann zwar weniger Ampere, aber um eine viel längere Zeit eingebracht. Und das muss man dann so ein bisschen abwägen, was haben wir denn eigentlich vor, was wollen wir schweißen. Für mich ist immer wichtig, kein Verzug im Material. Ja, das ist für mich Punkt Nummer 1, dass man da wirklich den Verzug so gering wie möglich halt bis hin zu gar keinen zu haben. Und ganz oft ist es auch möglich, dass man gar keinen hat.
oder ihn so gering hält, dass er nicht dramatisch ist. Dann ist die Frage, wollen wir tief einwirken ins Material oder wollen wir oberflächlich schweißen? Was haben wir da für eine Möglichkeit oder was haben wir überhaupt für eine Voraussetzung von dem Teil, was wir schweißen? Und letztendlich geht es natürlich auch ein bisschen um die Schuppung. Wenn wir jetzt mit viel Ampere starten, wird natürlich das Problem hinten raus, dass wir viel zu viel Wärme in dem Blech zum Beispiel 2 oder 3 mm hinten drin haben. Das heißt, die Naht wird wieder breiter und fällt ein. Dann ist es natürlich schön, wenn man eine Zweitastenbelegung hat, wo man die Ampere prozentual noch runterregeln kann. Würde ich euch sowieso immer empfehlen, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Gewöhnt euch daran, das ist wirklich cool, vor allen Dingen bei Aluminium. Oder Fußtaster, je nachdem gibt es ja auch viele Dinge, die man da dann von der Ampere her noch nutzen kann, die man dann einstellen kann, auch während des Schweißens. Also das ist dann immer ganz wichtig. Ich sehe immer, also habe ich schon oft gesehen, dass zum Beispiel bei einem 3 mm Blech mit 50 Ampere angefangen wird und dann wird draufgefeuert und ich sehe schon an der Seite, wie sich das Blech hebt. Gell? Und es ist aber noch nicht mal aufgeschmolzen, beziehungsweise noch nicht mal ein Hefter. Zum Heften zum Beispiel nehme ich auch immer fast die doppelte Ampere. Also wenn ich jetzt hier ein 3 mm Blech irgendwo eine Alubox oder so hefte, nehme ich mal ganz gepflegt 250, 280 Ampere, damit es auch einfach schnell geht. Ihr habt vielleicht jemanden, der euch hilft, hält das Blech noch mit fest oder ihr müsst es alleine halten und dann eiert ihr, naja, ich sag gefühlt 5 Minuten rum, bis endlich das Material zusammengeschmolzen ist. Geht natürlich mit 250, 280 Ampere viel, viel schneller und ihr kommt auch schneller zum Ziel. Ist auch wieder effektiver die ganze Sache. Also das ist auch so ein Fehler, was heißt, beziehungsweise Fehler, ich würde sagen, am Anfang ist es natürlich auch der Respekt davor, bei Aluminium zum Beispiel, dass man nicht durchfällt. Und dass man sagt, ich möchte es halt ordentlich machen und dann sich rantastet. Klar, am Anfang ist das ein Lernprozess, man muss sich erstmal rantasten, mit wie viel Ampere fange ich an. Irgendwann seht ihr ein Werkstück und dann wisst ihr schon, okay, hier fange ich mit 180 Ampere an, weiß ich, das funktioniert. Ja, und wenn es dann nicht so ist, ja, dann kann man über die Zweitastenbelegung, wenn es zu viel war, schon beim Schweißen runterregulieren. Oder man hält halt kurz an und dreht halt einfach nochmal 30, 40 Ampere hoch. Auch kein Thema. Das ist auch so eine Sache, ich merke das auch, wenn man im Schweißgut schon Wärme drin hat. Also wenn man jetzt über Kreuz schweißt oder diagonal, also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, dann kann man natürlich das Ganze auch runterregulieren. Ja, wie zum Beispiel bei dem Edelstahlrohr hier, das war so geheftet, da muss man jetzt nicht riesig auf Verzug achten, weil da passiert nicht viel. Muss man aber zum Schluss, weil man die Wärme eingebracht hat, auf jeden Fall runterregulieren. Habe ich auch gemacht, musste ich teilweise 30, 40 Ampere runterregulieren, weil sonst die Naht schon wieder viel zu sehr eingefallen ist, dann zu sehr verbrennt, weil einfach viel zu viel Wärme drin ist im Material. Also da auch aufpassen. Auch ein bisschen üben und ich habe am Anfang da auch mit Zetteln gearbeitet, habe ich mir mal aufs Schweißgerät gelegt, war für mich immer eine gute Hilfestellung, dass ich geguckt habe, ich habe dann mal auch geschrieben, 3 mm Blech, das gemacht, für das die Einstellung genutzt, dass sich es einfach ins Unterbewusstsein einprägt und dass man dann einfach irgendwann automatisch weiß, gut, so und so, das brauche ich. Jetzt quasi nochmal beim Schweißgerät, ihr seht viele Knöpfe, viele Tasten, wir haben hier sehr, sehr viele Einstellungen und was ist jetzt letztendlich eigentlich die richtige? So, wir kommen zum letzten Fehler, aber hier nochmal der ganz kurze Hinweis, das ist ja jetzt schon zu Teil 2, zu der Videoserie, die ich jetzt gerade mache mit den 10 häufigsten Fehlern. Ich verlinke euch nochmal Teil 1, wer Teil 1 noch nicht gesehen hat und jetzt durch einen dummen Zufall eher auf das zweite Video gekommen ist. So, letzter Fehler meiner Meinung nach ist die richtige Schweißgeräteeinstellung. Also wir haben ja einige Einstellungen und man sollte sich da auch hingehend einfach ein paar Minuten mit beschäftigen. Was kann mein Schweißgerät, was hat es für Funktionen, welche sind nützlich, welche brauche ich und welche sind gut, aber sind jetzt für den Alltag nicht unbedingt wichtig oder nicht zu gebrauchen. Dann haben wir natürlich viele Einstellungen auch wieder, die von Schweißer zu Schweißer unterschiedlich sind. Ich rede jetzt von der Tastenbelegung zum Beispiel vom Migbrenner, ob wir 2- oder 4-Takt schweißen, sprich entweder schweißen wir drücken einmal auf den Knopf, lösen aus und der Brenner ist an, drücken nochmal drauf, damit er ausgeht, oder wir bleiben immer drauf. Also ich bin halt so der Typ, der sagt, ich drücke einmal drauf und schweiße dann durch und drücke wieder drauf, wenn ich fertig bin. Typabhängig müsst ihr quasi selber entscheiden, 2- oder 4-Takt. Das ist so eine Grundeinstellung, das kann schon vieles verändern. Manche sagen, ich will lieber drauf bleiben, weil ich ein besseres Gefühl habe, drücke ich nochmal drauf, das ist mir zu viel. Das sind Sachen, die müsst ihr für euch entscheiden, kann aber bei jemandem, der sagt, ich hätte lieber 2-Takt und schweißt aber 4-Takt, den das halt schon durcheinander bringt, ablenkt und er sich nicht dann aufs Schweißen konzentrieren kann. Deswegen da einfach ausprobieren, was euch lieber ist, was euch besser passt, was zu euch passt, ganz wichtig. Die Ampere haben wir besprochen, auch klar, das war das Thema davor. Dann haben wir die Möglichkeit, und das ist glaube ich hundertprozentig schon allen mal passiert, haut es in die Kommentare, interessiert mich, dass ihr Edelstahl schweißen wolltet, aber noch in der Alu-Einstellung wart, oder
Das ist natürlich, das ist halt geil, dann habt ihr halt vorne die Kugel versaut, Quatsch, die Spitze versaut quasi, ihr müsst die Wicknadel nochmal neu anschleifen, aber andersrum ist es mir auch schon passiert. Ja. Aber auch dahingehend, mein Schweißgerät mittlerweile ist neu, das zündet so schlecht bis hin zu gar nicht, dass man es dann eigentlich schon merkt, wenn ich jetzt mit einer in der Edelstahlfunktion Alu schweißen will. Also das merkt man dann relativ schnell, dass es nicht funktioniert. Ist bestimmt schon jedem passiert, ist nicht schlimm, ist eine Kleinigkeit, aber die muss man natürlich auch beachten. Schweiße ich im AC oder im DC-Modus, ganz klar. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir können die Gasvorströmzeit einstellen, die Gasnachströmzeit, dann wie gesagt die Zweitastenbelegung am Wickbrenner, wie viel prozentual wir von der aktuellen Schweißampere runterregulieren wollen. Also wenn wir jetzt mit 100 Ampere schweißen, können wir einstellen, ich will dann per Knopfdruck 10, 20, 30, 40, 50, 50% runterregulieren. 50 macht jetzt meistens selten Sinn, ich bin so im Bereich zwischen 20 und 30 Ampere, weil umso mehr ihr runterreguliert, umso weniger Ampere schweißt er und dann merkt man das auch von der Schuppung dann her zu sehr. Ihr habt jetzt, ich sag mal, eine Zentimeter breite Naht und dann reguliert ihr runter 50 Ampere und dann wird die ja automatisch wieder schmaler und baut wieder mehr auf. Passt dann auch nicht so, muss man ein bisschen das Gefühl für kriegen. Ist bestimmt auch wieder von Schweißgerät zu Schweißgerät unterschiedlich. Bei manchen reichen 10%, bei anderen 20%. Auch eine Sache. Deswegen sage ich es immer, ich versuche mich auch einmal die Woche mindestens eine Stunde mit meinem Schweißgerät zu beschäftigen und auszuprobieren, was geht nicht, eine neue Funktion zu testen. Sind wir in dem Bereich natürlich auch, was Puls angeht. Da kann man sehr, sehr viel austesten, dass man vielleicht, das wäre jetzt auch ein Fehler bei Puls, merke ich immer, braucht man auf jeden Fall 50, schweiß ich mit 50 Ampere, Entschuldigung, mit 50 Ampere mehr, als wenn ich ohne Puls schweiß, weil natürlich beim Pulsen, je nachdem wie der Puls geht, hoch, runter, natürlich Wärme rausgenommen wird aus dem Brenner logischerweise. Genau, also ganz wichtig, die Schweißgeräte-Einstellung. Wie stelle ich es mir ein? Ich brauche eine Grundeinstellung, die für mich passt. Ich muss mir die Nadel angucken. Ist genug Gasnachströmzeit? Wird sie dreckig? Ist sie schwarz vorne? Bildet sich ein Riss vorne in der Kugel, zum Beispiel im Aluminiumschweißen? Ist die Gasnachströmzeit viel zu gering? Und das sind so Sachen, die muss man ausprobieren, testen. Haben wir auch schon Videos drüber gemacht. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, danach gehen. Und das ist meiner Meinung nach der Fehler Nummer 10 gewesen, den man so machen kann. Und ich denke mal, wenn man die 10 Dinge einfach mal für sich ein bisschen verinnerlicht, ein bisschen drauf achtet, ein bisschen guckt, kann man viele Fehler vermeiden. Ich denke, ich habe es ja im ersten Video oder mit dem Teil 1 schon gehört, dass viele die Fehler auch schon gemacht haben. Klar, wird wahrscheinlich bei keinem ausbleiben. Und es passiert auch noch, wenn man nach 8, 9 Jahren schon schweißt, passiert es einem immer noch, dass man vergisst, das Gas aufzudrehen, die falsche Einstellung hat, obwohl man, keine Ahnung, Edelstahl schweißen will, beim AC-Modus ist. Passiert alles, ist nicht so wild, kann man alles beheben. Wie gesagt, achtet auf die Dinge, vor allen Dingen der Gesundheitshinweis nochmal an die von Tipp Nummer 7, glaube ich war es. Denkt da ein bisschen mal an euren Schutz. Ich schmeiße unten die Sachen auch nochmal mit rein, wo ihr sie finden könnt und wo ihr sie euch kaufen könnt. Habe ich halt auch schon echt cooles Feedback aus der Community hier bekommen, auch von YouTube oder Instagram, je nachdem. Wo sich sehr, sehr viele den Mundschutz gekauft haben und total begeistert davon sind, weil letztendlich ist das keine Investition, also vom finanziellen Aufwand her, für das, was wieder hinten rauskommt, nämlich für die Gesundheit. So, das war es quasi mit den 10 häufigsten Fehlern, die beim Wickschweißen einfach passieren oder passieren können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, würde mich freuen über ein Like und natürlich auch über ein Abo von euch. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Video am Sonntag und ich wünsche euch heute einen schönen Restsonntag. Ihr lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video, euer Alulöffel.